Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, heute hier zu WOMO Reisen Viola und Uwe. Wir wollen euch heute einmal zeigen den Aufbau des Camper Motorrally R Pro 390S an dem Wohnmobil von Rainer. Einer hat zu uns gesagt, okay, ich bringe mal mein Zelt mit, weil wir uns schon länger mit dem Gedanken tragen, das Zelt zu erwerben, weil das super an unser Reisemobil dran passt. Zur Information, wir haben hier an dem Reisemobil bei Rainer eine Fiamma 45S verbaut, eine Länge von 4 Meter. Wir haben die gleiche, aber 4,50 Meter lang. Hier wird das Zelt in die Kederschiene der Markise eingeführt, obwohl der Hersteller sagt, man sollte die Markise ausfahren. Ein Stück haben wir das mal probiert mit der Markise drinnen lassen. Hier zeigt uns Rainer jetzt, wie das Zelt in die Kederschiene der Markise eingeführt wird und natürlich bis ganz nach hinten durchgezogen. Wie man das jetzt hier sehen kann, ist das natürlich allein eine, sagen wir mal, schwierige Sache. Wir haben das bewusst mal so gemacht, dass man das mal auch alleine hinbekommt, aber es ist immer ratsam, einen zweiten zu Hilfe zu nehmen, der jetzt das Zelt vorn zieht oder hinten ganz einfach nachhilft. Hier wird das Zelt jetzt reingeschoben bis ganz hinter. Natürlich ist es hier ratsam, sich einen Tritt zu besorgen oder eine kleine Leiter, damit man wunderbar rankommt. Wir haben das natürlich auch einmal probiert mit der Markise ausfahren. Hier ist aber das Gewicht sehr groß. Mit den mitgeführten Heringen im Zeltzubehör wird das Zelt hinten am Reisemobil ganz einfach locker fixiert, damit es beim Aufblasen nicht nach vorne wegrutschen kann. Wie man es jetzt hier wunderbar sehen kann, ganz einfach und locker. Dafür gibt es spezielle Heringe, die farbig markiert sind, gelb zu gelb. Jetzt sehen wir hier, wie das Zelt aufgeblasen wird. Man hat 3 Luftsäulen. An einer Luftsäule wird die Pumpe angeschlossen und dann mit der beigefügten Luftpumpe hier aufgeblasen. Wichtig dabei ist auch zu bedenken, wie uns hier Mary schön zeigt, dass an allen 3 Luftsäulen die Luftzufuhr geschlossen wird, die noch vom letzten Luftablassen geöffnet sind. Hier zeigt uns Rainer, dass die Luftablässe geschlossen sind, bevor wir das Zelt aufpumpen. Hier auch das gleiche, den Luftablasshahn schließen und dann mit dem Luftaufpumpen beginnen. Wir haben es mal gezählt hier. Rainer hat hier 80 Hübe mit der Luftpumpe, die wir hier sehen, die hier im Zubehör bei dem Camperzelt mit dabei ist, im Lieferumfang enthalten ist, gebraucht, um das Zelt aufzublasen. Wunderbar, wie man jetzt hier sehen kann, wie Mary an dem Zelt zieht und das Zelt nach und nach sich hier entfaltet und natürlich dann nach wenigen Hüben hier schon fest steht. Ja, liebe Freunde, liebe Wohnmobilfreunde, genau das ist unser Ding. Das Zelt hier wunderbar in weniger und Kürze der Zeit aufzustellen, sicher aufzustellen und natürlich, wie wir es hier schon sehen, nach wenigen Zügen, nach wenigen Hüben mit der Pumpe steht das Zelt wunderbar 1A. Ja, liebe Freunde, was für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was uns hier Rainer zeigt, ist, was ist, wenn ein Segment, ein Luftsegment defekt ist. Ganz einfach, man schließt hier rechts und links die Sperrhähne
und dann kann man das komplette Luftsegment auch unter Last des Zeltes komplett austauschen. Okay. Ach, bei der Fiamma ist es anders als bei der Thule. Musste rausmachen. Thule musste rausmachen. Achso, und jetzt machst du das. Das Ganze jetzt oben, das machst du jetzt die Stempel erstmal rein, dazwischen die Kissen. Ja. Ah, es ging flott. Muss ich sagen. So wie wir jetzt sehen, hat es der Rainer geschafft mit dem Zelt. Er wollte uns das ja beweisen, dann kaufen wir uns auch so ein Zelt. Wir wollten das ganz einfach mal sehen, wie schnell das geht mit dem Zeltaufbau. Und wenn wir das sehen, ist ja wunderbar. Na, wir haben jetzt nicht auf die Zeit geschaut. Meine Frau hat gezählt, 80 Hupe mit der Pumpe. Ratzfatz stand das Zelt. Ich finde das genial. Man muss die Unterschiede bedenken zwischen der Markise, die man hat. Wir haben hier überall die Fiamma verbaut. Die Größe muss man beachten. Und bei der Thule ist das anders. Da muss man bei der Thule am besten die Markise rausfahren und dann das Zelt einfädeln. Der Rainer verspannt jetzt noch das Zelt. Wird nur noch verspannt. So, es steht. Wir haben auch hier jetzt ein klein wenig Wind. Ist aber nicht so trotz. Das müsste auch noch verspannen, oder? Die tust du ja auch noch verspannen hier, ne? Verspannt werden, ja. Das ist ja erstmal nur, damit das steht. So, wie wir es jetzt sehen, wird es hier noch verspannt mit den kleinen Ösen an der Seite. Genau, da sind zwei, die sind in blau jetzt. Oh, sorry. Ja. So, und dann hast du genau die Breite. Das ziehe ich jetzt Hast du genau die Breite, da ziehst du das fest, ja. So, und dann hast du praktisch gespannt, dass es genau in, guck mal, wenn du jetzt hier reinguckst, dann siehst du die Wölbung, dass es jetzt genau gespannt ist. Ne? Ja, Mit dem Band, was hier ist, das ist nur so eine Richtlinie nach da. das Band hier an der, ist nur die Richtlinie. 3,90 Meter. Das ist von der Markise aus 2,50 Meter in der Tiefe nach außen und 4 Meter, also 3,90 Meter in der Länge. 3,90 Meter in der Länge. Genau. Und das passt auch bei mir. Passt bei dir genau das gleiche, weil du die gleiche Markise hast. Ist gekauft. Genau, das ist das gleiche. Ne? Ist gekauft. Ist cool, ne? Ja? Ja. Ja. Na, liebe Freunde, wir sehen es. Wir sind begeistert. Rainer ist begeistert, ich bin begeistert. Es geht wirklich schnell. Das ist Ja, es geht super, super schnell. Und wenn wir jetzt mal schauen, ran ans Wohnmobil und das Zelt steht. Wir haben jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber wir werden es auf jeden Fall mal stoppen. Jetzt werden wir den Film, wir haben den da durchgedreht, dass wir das auf jeden Fall mal euch zeigen, in welcher Zeit wir das Zelt aufgebaut haben. Okay, jetzt hat die Frau mitgeholfen, aber das passt natürlich super, ne? So, jetzt haben wir die erste Seitenwand drin, wie wir es jetzt sehen können. Die erste Seitenwand ist drin, Reißverschluss, wunderbar. Wir haben jetzt hier durch diese Markise, die wir haben, geht die Türe noch auf. Die Tür hält auch noch, die geht bis hinten auf. Und Mary macht jetzt die zweite ran. Wird ganz einfach eingefädelt und hochgezogen. Die Vorderteile kann man noch aufmachen, wie wir es jetzt hier nach vorn, ringsrum kann man das aufmachen und so hat man dann, also wir haben es jetzt gemerkt, das Zelt steht jetzt hier gerade mal 10 Minuten und es ist schon warm hier hinten und schon hat man es auf. So. Rainer hat es nochmal komplett verspannt, aber es wird jetzt auch nicht zu sehr verspannt, es wird ja nur festgemacht. Ganz locker, locker verspannt, nicht unter Zug.
außerdem ist ja bloß die Mary-Fleisch, der Reine isst ja, glaube ich, gar kein Fleisch. Also ist Platz am Grill. Mary, du kannst sie jetzt nur so, oder? Weil ich habe gelesen, das rollst du nach oben. Ja, du kannst es komplett rausmachen, du kannst es auch von unten machen. So, liebe Freunde, wir sehen es jetzt noch mal von Weitem. Wir haben jetzt hier das Reisemobil stehen mit knapp 8 Meter, das Zelt dran mit 3,90 Meter an der Markise. Die Markise ist eine Fiamma-Markise und da sieht man das natürlich schön. Ach, das sind die Gardinen. Und das ist die Abspannstange. Ach, der Abspannstange hast du noch. Wo kommen die jetzt rein? Ah, Gardinen. Oh. Ah, Gardinchen dran. Ah. Ja, okay. Ah. Wo wir jetzt wird schon gemütlich, ne? Ja, das wird jetzt schon, das ist schon jetzt, das ist jetzt schon eine Atmosphäre, ne? Würde ich mal sagen. Das ist so, die ab 50 kriege ich bei sowas geschenkt und ab 60 bauen wir raus. Das ist so alt. Ja. Das ist nicht süß. Ah, Und dann hängst du unten rein. ach guck hier, wunderbar. Schick aus, ne? Also wir haben entschieden, das Zelt werden wir uns kaufen, oder? Okay. Ach nee, 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 das Nee. wird anders geregelt. das wird anders geregelt. Das lasse ich mir schenken. Ja, das lasse ich mir schenken. Das lasse ich mir schenken. Da ich ja demnächst 18 Jahre werde, Ja, genau. kriege ich das auf den Geburtstagsteller gelegt, auf den Geburtstagstisch gelegt. Wei. Der Mutti kauft das für einen Party. Die Mutti kauft das Fünferti. Ach, das sind bloß solche kleinen Ösen, ne? Ja, guck mal hier in die Kederschiene. Guck. Ach, in die Keterschiene, ja. Zack. Und dann kommt das drauf. Und das kannst du nicht mal drüber hinausziehen, weil da noch eine Sicherung drüber ist. Das ist auch cool. Ja? Da kannst du die Gardinen rüberziehen und kannst du nicht, ja. Und kannst du nicht mal hier drüber hinausziehen, weil hier eine Sicherung drüber ist. Wunderbar. Ach, Rainer hat jetzt hier die Stangen reingemacht. Hätten wir die Stangen dann auch? Ja. Das sind jetzt die Feinheiten, ne? Aber das Zelt geht, ich sag mal, das Zelt, wenn jetzt Das Zelt geht ja ratzfatz. wenn jetzt wirklich einer kann, Du hast Urlaub. Das macht doch viel Das mehr Zelt- Spaß, wenn der macht das und der macht das. ohne Übung sein wir das Zelt 20, Was 25 sagst Minuten. du? Locker. Da muss ich mit 3 Wohnmobile fahren, um so ein Zelt aufzubauen. Weil 7 Mann brauche ich. Meine Drecksack, ihr werdet heute Abend sehen, wie schnuckelig. Mal zeigen. So, jetzt schauen wir hier. Also man schiebt jetzt praktisch einfach hier dahinter. Damit es Was nicht ich jetzt mal scheuert, ja. wegnehmen würde. Ja. Und zwar, das hat einen Grund, weil die Markise ist ja, sag ich mal, 6-7 cm breit. Und der Puffer hier dahinter, wo meine Hand ist, Ja, ja. das auszugleichen, kommen diese Kissen drunter. Damit das Genau. nicht schabt. Ja. Ne? Genau. So, und dann ist das jetzt hier fest und sicher. Fest und sicher, super. Genau. Und die Räder hier oben, das ist zum Austauschen, ne? Hier. Genau, du kannst sämtliche, das ist halt beim Camperzelt das so. Schöne. Du kannst sämtliche Gefacher kannst du rausnehmen, kannst du sperren, rausnehmen, auswechseln, fertig. Okay. Das sind jetzt spezielle Limpet Kits heißen die. Ich ziehe sie mal gerade raus, ich zeige es euch gerade mal. Und zwar, weil du hast ja dann praktisch hier die Außenfüße. Jetzt gehen wir mal hier rein, damit ihr das mal seht. Das machst du auf. Das ist also wirklich schön aufschrauben. Das Gummiteil nach hinten und hier und dann zieht es erst fest. Ach, dann zieht sich das fest. Weil meine Freundin Viola hat gesagt, nass machen. Nass machen, dann leckt. Ja, das ist meine Frau, ja. Feucht ist ja immer gut. Ja. Also sollte das heute Abend kalt werden, wie in den nächsten Tagen, machen wir hier den Heizer mit rein, den wir mitgenommen haben. Und dann schauen wir mal, wie warm es wird. Aber wir sind definitiv begeistert. Haben das Zelt bestellt. Gehe ich mal davon aus. Du weißt von nichts. Ich weiß für nichts. Was haben wir? Ist alles dabei. Ist alles in dem Dings drin gewesen. Ja. Hast du die Leiter mitgenommen?
Aha. hab da einen doppelten Boden Du oben. brauchst nicht bloß Ah, ja. Das schiebe ich doch unten hinten durch. Ich schieb's doch hinten durch. Ich schieb's doch hinten durch. Ich hab da einen doppelten Boden. Und darum bin ich in der Morello-Gruppe. Das sind wir einfach in meinem Du kriegst keinen Schluck mehr jetzt. Und jetzt gibt's noch Zusätze auch von dieser Sache. Willst du jetzt noch mehr verkaufen? Ich schwöre, der ist heimlich Verkäufer von Obeli. Nicht bloß von Vorwerk. Ja. Lohnt sich ja. Ja. Der verkauft ja jetzt ein Vorzelt auch noch oder ein Verlängerungszelt, Ja. da bin ich sicher. Da gibt es ja noch einen Geräteschuppen. Ja, Ja. aber für ihn wäre dann wichtig eine Fahrradgarage. Rainer, gibt es jetzt für das Ding eine Fahrradgarage, ja? Ja. Aber dass die Runtermann nach unter Nein, jetzt wirklich, ist jetzt kein Spaß. Du kannst jetzt auf diese Seite erweitern, du machst praktisch jetzt hier den Reißverschluss das raus und dann gibt es eine Seitenkabine, rechts und links, Aha. auf der anderen Seite auch. Kannst du dann die Das kannst du nicht machen, weil da hast du die buckelnde Verwandtschaft am Arsch. Lass das Zelt in der Größe und das war's. Ja, was habt ihr hier jetzt? Was ist das? Ach, das habt ihr extra gekauft. Da musst du mal drauflaufen jetzt. Mama? Ohne Schuhe bitte. Ja, Mama? Hast du mit fotografiert? Nee, habe ich jetzt Müssen wir mitbestellen. wie? Ja, das ist ein Ding für Frauenfüße. Ja, das ist Frauen. Wir sind was anderes gewöhnt. Da geht uns ja gleich einer ab, wenn wir zweimal im Kreis laufen. Hast du es abgeschaltet? Miteinander schon am Boden zu anbieten. Was schlappst du jetzt drüber? Musst du festtreten oder was? Stell dir vor, du hast richtig Wind. Ja? Der Wind geht jetzt hier rein. Ja? Ja, aber da kriege ich Angst. So, das jetzt der Himmel? Muss jetzt mal gucken. Ach, und die kannst du da oben, komm da oben rein, ja. Das sind aber Ösen. Ach, und die, Wenn du jetzt aha. mal 1, 2 rein. Ja, kommst du nicht hoch, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal ein Ding Und der Himmel ist jetzt für ein Tau. Oder für die Menschen, wenn sie atmen, ne? Ja. Der abends, wenn die Scheiben anlaufen oder Aha. für die im Auto. Ja. Ach, die Scheiben sind frei, ja. Genau. Ja. Ist genau so geschnitten, dass man hier das frei hat. Genau. Extra die Löcher vorgesehen, damit du mit den Fingern da reinkommst. Ist extra ein Loch da, damit du mit den Händen durch kannst. Ja? Mhm. So, wir haben jetzt Tag 5. Jetzt bauen wir hier das Zelt wieder ab. Rainer macht das ganz ordentlich, so wie wir es aufgebaut haben. Saugnöpfe runter. Saugnöpfe runter. So schaut es aus. Kurz vorm Luftlassen, die Spanngurte gelöst, vom Fahrzeug gelöst. Das sind nochmal die Saugnöpfe. Ja. Das Zelt wurde jetzt komplett gelöst. Wie wir schauen, alle Heringe sind raus, alle Verankerungen sind raus. Rainer schaut noch mal nach, nicht, dass die Luft rausgeht, das Wohnmobil fällt um. So, liebe Freunde, jetzt lassen wir mal die Luft raus. Jetzt schauen wir uns das mal an.
So, jetzt haben wir das gesehen. Keine 10 Sekunden ist das Zelt weg. Vom Anfang, vom Abbau, wo Rainer angefangen hat mit dem Abbau, war es 5 nach um. Jetzt haben wir es halb, also 25 Minuten. Wichtig ist immer beim Ablassen, dass diese Verschlüsse aufbleiben, auch bei einem Falten, da kommt immer wieder mal ein bisschen Luft raus, dann noch die Restluft. Dass die Verschlüsse aufbleiben. Beim Aufbau siehst du schon, dass du schließen musst. Aha. Das ist eigentlich nicht. Mehr ist es nicht. Oben aus der Kederschiene der Markise wird das Zelt jetzt rausgezogen. Und das war's. Das Klarsicht muss oben liegen. So schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt ist das Zelt zusammengefaltet. Das Campa Rallye Sport 390 S. Und jetzt ganz normal zusammenrollen. Das Zelt ist verschnürt, fertig verpackt. Jetzt kommt die Verpackung noch oben drüber, die Tasche. Dass wir es noch mal sehen. Campa Motor Rallye Air Pro 390 S. Jetzt können wir hier das ganze Zubehör noch in die Tasche, passt locker mit rein. Und somit ist das komplette Zelt verpackt. Vom Gewicht her sagt Rainer ca. 25 Kilo, circa 25 Kilo Gewicht. Rainer schwitzt nicht mal. Nee. Und dann passt Also das. selbst beim Sonnenschein, ich denke mal, wir haben so ungefähr 25 Grad jetzt hier draußen. Ne? Ja, wir haben so 30 Minuten haben Also wir ihr dabei. könnt gerne unter die Achseln gucken. Ich habe mal schön so circa 20 bis 30 Minuten schön relaxed und fertig bist du. Und jetzt verstauen wir das mal noch in der Garage. Schön. Schaffst du das alleine zu tragen? Oder wie Ja, ist- ja. ja. Ja, für unser Alter, ja, ist okay. Ja, ist okay. Was wir jetzt noch zusätzlich haben, hier diese Kederschiene und den Schutz, der hier am Wohnmobil unten dran ist, damit die Luft unten im Zelt nicht reinschaut, wird jetzt ganz normal rausgezogen Mal ein Stück zu dir. und schon ist es raus. So, und da haben wir hier die Kederschiene drin. So, hier haben wir das Zelt jetzt in Kannst der du senkrecht Garage. hinstellen, wie du willst. Das macht immer Senkrecht Spaß im hingestellt, Zelt. ist super. Ja, die Garage ist doch groß. Schauen wir noch mal von der anderen Seite. So schaut es dann aus. Senkrecht festgemacht. Wunderbar, viel Platz haben wir hier in der Garage. Und da passt das. Einfach nur schön. Einfach nur schön, schönes Perfekt. Wetter. Nur zu empfehlen, Familie Wunderschön. Hanne, einfach nur top, Daumen nach oben, wie bei Facebook. Alles super geil. Wir wünschen euch ein paar schöne Tage und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Welt. Der Welt. Ciao.